Unter Gothic Modern verstehen wir ein Treffen zwischen Moderne und Gotik. Es geht hier in der Ausstellung tatsächlich auch um den Rückblick. Normalerweise verbindet man mit Moderne das progressive, nach vorne gerichtete und auch der große Schnitt, den die Moderne mit der Tradition gemacht hat. Auf der anderen Seite sehen wir aber viele Künstlerinnen und Künstler, die auf der Suche nach neuen Impulsen für die moderne Kunst ihren Blick über die Schulter geworfen haben, weit zurück in die Vergangenheit gegangen sind, nämlich ins Mittelalter, und dort eine Kunst begegnen, die sie damals fasziniert hat und die uns heute noch so fasziniert. Die Moderne assoziieren wir mit technischem Fortschritt, Industrialisierung, und das war einerseits natürlich sehr positiv, andererseits auch viel Armut und eine Konstellation in den Städten, wo eben sehr reiche und sehr arme Menschen zusammenlebten. Es gab auch Seuchen, es gab auch Krieg, und wir sehen, dass eine Gesellschaft, die derart im Umbruch war wie um 1900, durchaus eine Parallele gefunden hat in Jena am Ausgang des Mittelalters. Man merkt es genau um 1900, dass das Thema Leben und Tod so eine ganz große Dimension erreicht. Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war eine hohe Sterblichkeit da und wir haben Krankheiten, Seuchen. Es ist der Erste Weltkrieg, der natürlich auch viele Künstlerinnen und Künstler nochmal in ihrer eigenen Kunst radikalisiert hat. Und da ist manchmal der Blick zurück nicht nur einer gewesen, der das Negative betont hat, sondern man hat auch gesehen, dass dort eben die Alltäglichkeit des Todes und der Umgang mit dem Tod in der Kunst auch etwas Befreiendes haben kann und durchaus auch Trost spenden kann. Der Körper in der Kunst der Moderne wird tatsächlich zu einem Medium, nämlich er wird zum Ausdrucksträger von Gefühlen. Schmerz und Leid sind natürlich wesentliche Elemente des menschlichen Lebens und gerade der Expressionismus, aber schon zuvor auch die symbolistischen Künstler waren auf der Suche nach einem sehr puren, direkten, aber auch sehr drastischen Ausdruck. Und sie gehen zurück bis hin zu Holbein dem Jüngeren, um wirklich eine Gestalt zu finden, den toten Christus im Grabe, der genau diese Expressivität mit sich bringt. Da wird also gar nicht der schöne Körper dargestellt, sondern es geht um einen Menschen, der Leid erlitten hat, der in einem gemarterten Körper hier gefangen ist. Und das war der Ausdruck für ganz viele Gefühle, die sich aufgestaut hatten am Ende des 19. Jahrhunderts. Und da konnte man sich beim Mittelalter, bei der gotischen Kunst und bei den religiösen Sujets einiges abschauen. Etwa der heilige Sebastian, der durch Pfeile durchbohrt dargestellt wird, und Dürer und andere Künstler dieser Zeit haben ihn dann mit besonders verrenkten und sehr verdrehten Körperteilen dargestellt. Das hat dann wiederum die Künstler auch um 1900 angeregt, etwa Egon Schiele, wo wir heute kaum noch wissen, woher eigentlich seine sehr exzentrischen körperlichen Darstellungen und diese expressiven Gesten herrühren. Er hat ein Bild geschaffen, wo er sich selber darstellt als heiliger Sebastian, und man merkt, er als Künstler fühlt sich ausgesetzt, ist selber der Märtyrer, den es früher im religiösen Kontext gab, und auch da gibt es eine Verbindung bis zurück in diese religiöse Kunst der Gotik. Liebe und Sünde sind natürlich die zentralen Themen, wenn es um existenzielle menschliche Grundbedürfnisse geht. Wir haben hier in vielen Bildern, die sich in der Moderne um das Thema Sexualität drehen, diesen Komplex. Wir sehen deutliche Anleihen auch in der Gotik und im späten Mittelalter, denn auch in der Religion spielte das natürlich eine Rolle. Wir haben das erste Menschenpaar, Adam und Eva, und da tritt ja die Sünde auch in die Welt. Das wurde vielfach gestaltet, allerdings sind dann die Modernen eher in einer psychologisierenden Absicht unterwegs, während wir im Spätmittelalter natürlich den religiösen Kontext haben, geht es in der Moderne um einen Blick in das Seelenleben. Es geht um Streitigkeiten und den Zwist
den man eben auch in Paaren wiederfindet. Es ist also eigentlich eher Adam und Eva auf der Couch. Wir sind in der Zeit von Sigmund Freud und man hat sich auch in der bildenden Kunst darum bemüht, diese Spannung und diese Emotionen im Bild zum Ausdruck zu bringen. Wenn man an die religiöse Kunst des Mittelalters denkt, dann wird vielleicht das Thema Sexualität und Nacktheit nicht das Erste sein, woran man denkt. Man könnte an Adam und Eva denken, aber es gab durchaus Anlässe, die man gesucht hat, um eben auch den menschlichen Körper in unterschiedlichen Darstellungen ins Bild zu setzen. Etwa bei Dürer, wo er das Männer- und das Frauenbad gezeigt hat. Und genau auf diese Darstellung hat auch ein Künstler wie Max Beckmann zum Beispiel dann sich wieder bezogen. Er zeigt im Prinzip ein Berliner Panoptikum der Gesellschaft. Es sind nur Frauen und Kinder zu sehen. Man merkt gleich, er blickt tief in die Gesellschaft hinein. Und wir sehen, man kann in so einem einzelnen Bild das ganze Leben zusammenfassen und sehr expressiv zum Ausdruck bringen. In der Ausstellung Gothic Modern haben wir erlebt, wie viele Werke aus dem religiösen Kontext enthoben wurden und in die Moderne übertragen wurden. Und in einem Zeitalter, in der die christliche Moral und die Werte der Vergangenheit nicht mehr diesen Maßstab gesetzt haben, suchte man nach neuen spirituellen Rahmenbedingungen. Letztlich war auch die Kunst eine Art Ersatzreligion und insofern hat man dort die bekannten Bildformeln in ganz neuer Weise interpretiert. Ernst Ludwig Kirchners Gemälde hätte auch den Anfang der Ausstellung bilden können. Hier steht es am Ende unserer Ausstellung. Wir sehen im Motiv eine Eisenbahnbrücke, die auf eine gotische Kathedrale zuführt. Und diese Verbindung zwischen Moderne und Mittelalter drückt sich eigentlich auch schon in diesem Bauwerk aus. Was hier Kirchner uns aber gibt, ist eben eine ganz neue Formsprache, ein Ausdruck einer ganz modernen zeitgenössischen Kunst, aber mit gotischen Formen. Und daher sind wir, glaube ich, mitten im Thema oder man könnte auch sagen, am Ende der Ausstellung.